Hallo! Ich heiße Cheryl und ich freue mich, dass du da bist. Und wir werden heute eine Stunde über Weniger ist mehr. Heute habe ich diese Themen ausgesucht, Weniger ist mehr, weil ich glaube, Yoga ist eine unglaubliche tolle Werkzeug, um zu helfen, ja, und auch diese Zeit mit Corona, ein bisschen darüber nachzudenken, was brauchen wir? Und manchmal weniger ist mehr. Und heute werden wir das einfach üben mit unserem Körper. So, am Anfang, ich würde sehr gerne, dass wir alle in Shavasana kommen, in den Rückenentspannungslager anzufangen. Das heißt, du kommst einfach ganz ausgestreckt mit deinem Körper auf dem Boden, im Liegen. Deine große Zehe fallen locker nach außen und deine Hände sind neben dir und deine Handfläche zeigen nach oben. Und in diesem Moment kommst du einfach an. Und wir brauchen einfach tief einzuatmen und auszuatmen. Einzuatmen, dein Bauch senkt nach oben, geht nach oben in der Luft. Wenn du einatmest und wenn du ausatmest, vielleicht tut deine rechte Hand auf deinen Bauch, senkt ein, wenn du ausatmest. Und wenn du ausatmest, lass alle deine Muskeln los, sodass du wirklich dieses Loslassen-Gefühl fühlst. Wieder einatmen und ausatmen. Lass deine große Zehe locker nach außen fallen und komm einfach an deine Matte an und wirklich in diese Entspannung kommen. Und bring deine Aufmerksamkeit zu deinem Kopf, alles was da ist. Nicht nur physisch, sondern guck mal, was läuft in deinem Kopf im Moment. Und lass alles, was da ist, alle Gedanken einfach weglassen, und so dass du wirklich auf diese Hier und Jetzt konzentrieren kannst, auf deinen Körper. Weil ich glaube, im Leben, was wir wirklich brauchen, also zumindest ich habe gesehen mit dieser Corona-Zeit, jetzt kommt alle die Termine wieder. Wir fangen langsam wieder mit Sport draußen und die Kinder haben jetzt mehr Termine. Und wir werden alle jetzt wieder zu mehr Normalität. Oder was heißt Normalität? Und mit jedem neuen Termin, die neu wieder ankommt, ich denke, nein, ich will nicht meine ganze Körper, also meine ganze Zeitplan wieder einplanen mit ganz vielen Sachen. Ich will jetzt, dass wir so lange Zeit hatten, mit quasi nicht außer unserer Familie und zu Hause bleiben. Ich will nicht mein ganzes Leben wieder einkramen mit ganz vielen Sachen. Und ich habe entschieden, nicht alles jetzt wieder zu machen, was vorher gemacht haben. Nichts alles zu nehmen. Weniger zu machen. Sodass ich weniger Sorgen habe, weniger Hitze, weniger, ich will mein Leben in Freude leben. Und so heute, und die einzige Weg, so dass wir weniger Sorgen, besser schlafen, weniger Frustration und so weiter, ist einfach weniger zu haben, vielleicht auch weniger Sachen zu haben. Wir haben ganz viel ausgeräumt in dieser Zeit. Und hast du das auch beobachtet bei dir? Und so jetzt üben wir heute, weniger ist mehr. So jetzt, ich habe ganz viel geredet und jetzt rede ich nicht so viel. Komm einfach, nimm alle meine Gedanken, was ich gerade gesagt habe, deine Gedanken, und lass die einfach wegfließen, als ob die auf einer Luftballon, und die fliegen jetzt einfach weg. Und wir konzentrieren jetzt auf die Hier und Jetzt und auf unser Atem. Wir atmen ganz intensiv heute mit unserem Atem. So, jetzt bring deine Hand auf deinen Bauch nochmal, tief einatmen.
durch deinen Bauch und dann lass diese Atmung fließen ganz nach oben zu deiner Lungenspitze. Ganz intensiv und dann jetzt ausatmen. Gleicher Weg wieder zurück. Tief wieder einatmen, Bauch geht nach oben. Bis zum Lungenspitze, nach oben. Und dann ausatmen. Wieder alles loslassen. Tief einatmen nochmal. Und jetzt ausatmen. Und jetzt bring deine Hände neben dir und deine Hände gefaltet auf deinen Bauch. Und mit dem nächsten Einatmen hebe deine Arme zur Decke, gestreckt. Und jetzt ausatmen, Arme gehen nach hinten zum Boden, hinter dir. Und jetzt ausatmen, kreisende Bewegung, deine Arme gehen runter, wieder bis auf deinen Bauch. Greife deine Hände, mach die nach oben, ausatmen. Arme senken, eine kreisende Bewegung nach unten, dann tief einatmen, deine Arme gehen zur Decke. Einatmen zu Boden und dann ausatmen, kreisende Bewegung wieder runter bis zu deinem Bauch. Wieder tief einatmen zur Decke, dann zum Boden. Und bleib einfach in den Hier und Jetzt mit deiner Bewegung, während deine Hände auf den Bauch kommen. Strecken jetzt einatmen zur Decke und ausatmen zum Boden und wieder zum Bauch. Und letztes Mal tief einatmen nach oben zur Decke, dann zum Boden. Und ausatmen, lass deine Arme wieder auf den Bauch kommen. Und jetzt tief einatmen. Strecke deine Arme jetzt zur Decke, ganz aktiv, ganz nach oben. Und bleib da, tief einatmend zur Decke. Strecke deine Schulter ganz weg von dem Boden. Dein Kopf bleibt auf dem Boden, aber deine Arme strecken ganz intensiv nach oben. Sodass deine Schulter ganz weg und deine Schulterblätter nach hinten, die gehen auseinander. Schulter runter, aber Schulterblätter auseinander. Letzte tief einatmen. Und jetzt, wenn du ausatmest, lass deine Arme ganz langsam wie ein Zeitlupe nach hinten gehen, bis sie zum Boden kommen. Und jetzt deine Arme bleiben da, Hände gegriffen. Und jetzt strecke deine Füße zusammen und deine Beine zusammen. Und jetzt mach deine Füße ganz lang, sodass deine Fußspitze strecken in die andere Richtung von deinen Armen. Mach dich ganz lang. Tief einatmen, fühle wie deine Brustkorb nach oben kommt. Und ausatmen, lass deine Arme und Beine senken in den Boden, besonders in deine Gesäßmuskeln. Lass alles jetzt los. Deine Arme sind immer noch gestreckt, aber du lässt los alles, was du nicht brauchst, zu halten, los. Und jetzt geh wieder in die Streckung, tief einatmen, strecke deine Arme ganz nach außen, ganz deine Füße gestreckt, ganz zu die andere Richtung. Und jetzt, du bist so lang wie möglich. Tief einatmen, sodass du wirklich spürst in deinem Brustkorb, wie du das fühlst mit deiner Luft in deiner Lunge. Und jetzt ausatmen, doppelt so lange. Und lass deine Schulter wieder loslassen, deine Beine ein bisschen auseinander. Und jetzt gehen die Entspannung. Aber deine Arme sind immer noch über deinen Kopf. Dann letztes Mal ganz aktiv tief einatmen. Strecke deine Arme ganz lang, neben deine Ohren ganz gestreckt, deine Fußspitze strecken sich. Und jetzt ausatmen und deine Arme gehen jetzt in eine kreisende Bewegung nach unten. Und jetzt bringe deine rechte Knie gebeugt zu dir. Deine linke Bein bleibt jetzt Zehenspitzen gerade oben. Und deine linke Fuß ist ganz lang und deine Knie ist jetzt gebeugt
Du kannst entweder deine Hände auf deine Schienbein tun oder unter die Kniekehle. Guck mal, was für dich heute am besten ist. Und jetzt mit der nächsten Einnahme, bring deine Knie Richtung deinen Brustkorb. Und das ist richtig Knie zum Brustkorb in der Mitte und nicht nach außen. Tief einatmen. Und hier lass deine Unterrücken ganz entspannt auf dem Boden. Und du streckst einfach jetzt diese Hüftmuskeln und hier in deine Unterteil deiner Oberschenkel. Wenn du mehr machen möchtest in diese Streckung, du kannst deine Beine ausstrecken. Guck mal, was heute besser ist. Vielleicht weniger heute ist mehr. Probier es aus. Tief einatmen und ausatmen. Du kannst deinen Bauch fühlen, wenn du einatmest auf deine Oberschenkel. Und ausatmen. Und die letzte Atemzug wieder einatmen. Und jetzt lass deine Fuß ganz ausstrecken. Deine Arme gehen zur Seite. Und jetzt bleib in deiner Aufmerksamkeit im Vergleich deiner rechten Seite von deiner linken Seite. Und jetzt tief einatmen, hebe deine linke Knie nach oben. Deine Hände gehen unter deine unter deine Kniekehle. Und deine rechte Bein ist aktiv, das heißt deine Zehen zeigen zur Decke. Aber deine Unterrücken ist ganz entspannt. Mit jeder Einatmen, du bringst dein Knie ein bisschen in Richtung deiner Brustkorb. Jeder Ausatmen lässt du los. Aktiv loslassen, besonders hier in die linke Seite deiner Gesäßmuskeln, lass los. Wenn du einatmest, hebst nach zu dir und mit jeder Ausatmen, du lässt wirklich los. Und guck mal, in diese Loslassen kannst du dann mehr dehnen. Es ist eine sehr interessant zu beobachten, wenn du ruhig bist und in dem Hier und Jetzt bist. Letzte tief einatmen. Fülle deine Lunge bis zum Lungenspitze und jetzt ausatmen. Senke dein Bein. Und jetzt greife deine Knien. So. Und du kannst rechts und links ein bisschen drehen. Und mach ein bisschen Massage mit deinen Unterrücken. Und jetzt, wenn du möchtest, du kannst die ein bisschen auseinander kreisen, Gegenrichtung. Und du kannst das umdrehen, nach innen kreisen. Du kannst ein bisschen fühlen, wie deine Hüfte öffnen. Und jetzt ganz langsam, du kannst entweder vorne nach hinten, nach oben kommen zu sitzen oder du kannst zur Seite kommen und nach oben kommen. Und jetzt werden wir ein bisschen mehr aktiv, ein paar Sonnengrüße machen und dann wir werden ein paar Asanas anhalten, ein bisschen länger, ein bisschen weniger machen, aber ein bisschen länger. So, wir kommen zum Ende unserer Matte und unsere Füße sind hüftbreit auseinander. Nicht breiter als hüftbreit auseinander oder zusammen. Platziere deine Füße ganz gut auf dem Boden, erde dich und mach dich ganz lang. Das ist Tadasana, eine Berghaltung. Deine Arme sind locker, deine Beine sind gestreckt, aber locker. Deine Gesäß ist leicht angespannt, um deine Unterrücken zu unterstützen. Und dein Kopf ist ganz gerade, Schulter ganz nach unten. Und wir atmen tief ein, bringen deine Hände nach oben und dann ausatmen mit unseren Händen in Namaste. Und überprüf, dass deine Schultern wirklich nach unten sind. Ich gehe in diese Richtung, einfach zu sehen. Und jetzt im nächsten Einatmen, hebe deine Schultern ganz nach oben zu deinen Schultern. Und dann ausatmen, ganz loslassen. Nochmal tief einatmen. Und manchmal, wir sitzen so im Büro oder wenn wir nähen oder wenn wir schreiben oder wenn wir lesen, wir merken nicht, tief einatmen, dass wir gespannt sind oder Sorgen haben. Und wenn wir sagen, nee, ich will weniger davon haben, dann man kann einfach ausatmen, du lass los.
Wir machen das nochmal. Wir machen wirklich ganz mit unserem Atem loslassen. Tief einatmen und loslassen. Gut. Und jetzt fangen wir an. Und unsere Matte nochmal. Und tief einatmen. Bring deine Arme nach oben. Strecken ganz nach oben zur Decke. Deine Arme sind neben deine Ohren. Deine Handfläche zeigen zueinander. Du kannst leicht mit deinem Kopf nach oben gucken. Aber deine Gesäßmuskeln sind kräftig angespannt, deine Unterrücken zu unterstützen und zu schützen. Und jetzt aus der Hüfte, du kannst mit deinen Armen einfach heute zur Seite aus der Hüfte kommen und in den Vorwärtsbeuge. Und ganz loslassen in deinen Rücken. Und heute weniger ist mehr. Das heißt, beuge deine Knie heute, bring deine Oberkörper auf deine Oberschenkel und jetzt lass los. Das heißt, wirklich aktiv in deinen Nacken loslassen, sodass es wirklich nicht arbeitet. Nicht arbeiten, weniger macht. Nicht arbeiten. Loslassen. Spüre, wie alles hier in zwischen deine Gesäßmuskeln hier und hier in deine Lendenwirbelsäule, wie das einfach auseinander sich dehnen kann. Und jetzt bring deine Hände neben deine Füße, deine Fingerspitze mit einer Linie mit deinen Zehen und bring deine rechte Fuß ganz nach hinten. Deine Knie auf dem Boden, dein Kopf ist in Verlängerung und deine Knie ist direkt über deine Fußgelenk. Und jetzt mit dem nächsten Einatmen, du kannst deine Luft anhalten, du kannst in den Vierfüßlerstand kommen oder du kannst in den Stock kommen. Was ganz wichtig im Stock ist, dass du kräftig deinen Bauch anspannst und deine Po anspannst, um das zu halten. Und du Kopf ist in Verlängerung. Tief einatmen und ausatmen. Deine Fersen streben ganz nach hinten, deine Beine sind gestreckt. Und jetzt tief, also ausatmen, Knie auf dem Boden, Hände zwischen deine Brust zwischen deine Hände und Stirn auf dem Boden. Und jetzt genieße diese Dehnung in deine Unterrücken, in deinen Nacken. Und jetzt bring deine Fußrücken auf den Boden und gleite einatmen zum Cobra. Tief einatmen und ausatmen. Dann drücke deine Hände fest in den Boden, stelle deine Füße auf und komm in der herabschauende Hund. Und bleib da und deine rechte Knie ist jetzt gebeugt, deine linke gestreckt. Deine Hände drücken nach hinten und dein ganzer Körper nach oben. Und jetzt wechsel die Seiten, ausatmen. Und jetzt deine linke Knie ist gebeugt, deine rechte ist gestreckt. Und mit deiner Einatmen nach oben wechseln. Ausatmen, dann wieder einatmen, wechseln. Dann ausatmen, wieder einatmen, wechseln wieder. Letztes Mal beide Beine jetzt ausatmen, bring deine Fersen auf den Boden. Tief einatmen und ausatmen. Was ich vergessen zu sagen habe, jetzt bring deine rechte Bein wieder nach vorne zwischen deine Hände. Du kannst immer einen Zwischenstopp machen mit deinen Knie zuerst nach unten. Immer wenn wir eine Asana lang haben und jetzt ausatmen, komm in den stehende Vorwärtsbeuge. Du darfst immer aus die Asana kommen. Was ganz, ganz wichtig ist dein Körper zuzuhören. Und wenn du merkst, jetzt drücke deine Füße fest in den Boden und mit der Kraft deiner Oberschenkel bring deine Arme zur Seite und komm nach oben. Und ausatmen, Arme senken. Bleib mit deinen Augen geschlossen einen Moment. Was ich sagen wollte, ist manchmal ist es ganz wichtig, dass weniger mehr ist. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du deinem Körper zuhörst. Und wenn dein Körper sagt, ich möchte nicht mehr, im Moment, das ist genug, dann komm aus der Asana und bleib und mach etwas ruhiger für dich, bis wir die nächste Asana machen. Das ist sehr wichtig, dass du das erkennst. Egal, was die anderen Leute machen. Und jetzt kommen wir zu der anderen Seite. Füße zusammen, Arme lange gestreckt zur Seite. Tief einatmen und ausatmen. Hände vor der Brust.
Einatmen, Arme nach oben. Ausatmen, Arme zur Seite. Komm vorwärts aus der Hüfte zur Vorwärtsbeuge. Deine Beine heute sind gebeugt, sodass du wirklich loslassen kannst. Alles, was du nicht brauchst, du lässt los. Weniger ist mehr heute. Weniger im Leben ist vielleicht auch mehr. Aber jeder muss für sich selber entscheiden, weil jeder ist anders. Was macht diese Welt besonders, ist, dass wir alle unterschiedlich und besonders sind. Und jetzt mit den nächsten Einatmen. Hebe deinen Fuß und bring es zu den hintersten Fuß zum Stock oder Vierfüßlerstand. Heute guck mal, was für dich am besten ist. Und jetzt mit dem nächsten Ausatmen, Knie auf dem Boden, Brust zwischen die Hände, Kopf auf dem Boden und gleite zum Cobra und halte das an. Und jetzt ausatmen, drücke dich nach oben zur abschauende Hund. Und also ein anderes Gefühl zu haben, in diesem Moment, geh ganz nach oben zu deiner Fußspitze und ganz nach oben in deine Fingerspitze und strecke dich nach hinten und nach oben mit deinem Po, hinten nach oben, gleich mit deinen Händen und dann um den ganzen Finger auf dem Boden zu spüren. Ganz langsam, rechte Hand wieder flach auf dem Boden, spreize deine linke Hand wieder den Boden, jetzt deine rechte Fuß ganz aktiv auf dem Boden und jetzt deine linke Fersen auf dem Boden. Das ist einfach eine andere Wahrnehmung von deinem Körper. Und jetzt mit der nächsten Einatmen, bringe deine linke Fuß zwischen deine Hände und kommt in den Sprinter so. Und mit der nächsten Ausatmen, Hinterfuß und Vorderfuß zum Vorwärtsbeuge, stehende Vorwärtsbeuge. Lass los. Lass richtig los hier. Und mit dem nächsten Einatmen, deine Arme kommen zur Seite, du drückst deine Füße fest in den Boden mit deinen Oberschenkel und komm, ausatmen wieder mit deinen Händen auf dem Boden. Und jetzt ganz langsam, bring deine Hände nach oben und du kannst einfach hinsetzen oder du kannst mit deinen Händen auf dem Boden, das ist wahrscheinlich besser, dass wir jetzt nach oben zu sitzen kommen. Weniger ist mehr heute. Und wir kommen in den Entspannungslage. Einen Moment, kurze Pause zu machen. Schauen, wie wir jetzt liegen im Vergleich zu wie wir vorher liegen. Wie das anfühlt. Was diese Bewegung und Streckung zu uns getan hat. Und konzentriere auf deinen Atem. Und diese jetzige Moment zu sein. Und vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt, einfach dich eine ganz große Danke zu sagen, dass du heute jetzt auf die Matte bist und du hast diese Zeit für dich selber geschafft. Dich in diese Ruhe zu bringen und weiter dich kennenzulernen in deinem Körper, in seiner Bewegung und was es braucht. Und jetzt stelle dich auf Bewegung ein. Bring deine Knie gebeugt vor jede Gesäßhälfte, deine Füße. Und deine Hände sind, also wir bringen die hier, also das Schale unter deinen Kopf. Und du bist jetzt bereit, deinen Bauch wirklich zu kräftigen. Wir atmen tief ein. Fühle, wie dein Brustkorb öffnet. Merke das ganz genau und ausatmen. Tief einatmen wieder. Und mit dem nächsten Ausatmen drücke deine Gesäß fest in den Boden und deine Oberkörper oder Oberrücken. Und jetzt mit dem nächsten Einatmen spanne deine Bauchmuskel kräftig an. Wir haben unsere Arme immer noch auf dem Boden, aber jetzt merken, aha, das ist, wo unsere Bauchmuskeln sind und wir arbeiten mit dem jetzt. Aber immer wieder bleib bei deiner Atmung. Tief einatmen und ausatmen. Dein Bauch ist immer noch sehr kräftig angespannt.
Deine Ellbogen sind ganz locker auf dem Boden, du bist ganz entspannt da. Und mit dem nächsten Einatmen, dieses Mal, komm nach oben. So weit wie du kannst, aber dein Bauch ist ganz angespannt. Deine Schultern sind locker und deine Ellbogen sind ganz nach hinten, zur Seite, das meine ich. Und dein Kopf ist da, unterstützt bei deinen Händen, aber du hast keine, ja, das liegt einfach dein Kopf in deine Hände. Dein Bauch ist echt kräftig angespannt. Und jetzt ausatmen, ganz langsam, komm wieder runter. Dein Bauch ist immer noch angespannt. Und ganz bevor du auf den Boden kommst, tief einatmen, wieder nach oben und halte das wieder an. Jetzt geh und bring deine Aufmerksamkeit zu deinem Gesicht. Ist deine Gesichtsmuskeln, sind die angespannt? Weil du brauchst die nicht, um deinen Bauch zu kräftigen, anzuspannen. Jetzt kannst du loslassen in dein ganzes Gesicht. Deine Arme sind ganz locker, aber dein Bauch arbeitet jetzt im Moment. Und jetzt ausatmen, ganz langsam in Zeitlupe nach unten kommen. Und jetzt kannst du richtig loslassen. Du kannst deine Knie aufeinander tun und deine Füße ganz breit auf die Matte haben. Und das ist ein Teil von einer anderen Rückenentspannungslage. Und merke, was es heißt, loszulassen. Und wir haben weniger Bewegung gemacht, aber du hast trotzdem ganz viel Kraft in deine Bauchmuskeln erzeugt. Und das ist es, diese Stille, diese Kraft liegt in dieser Stille. Und jetzt bring deine Füße wieder vor ihre Gesäßhälfte. Deine Arme sind immer noch in dieser Schale unter deinem Kopf. Und jetzt nochmal tief einatmen. Und ausatmen, spanne deine Bauchmuskeln an. Deine Gesäßmuskeln sind auch kräftig angespannt. Aber du hast immer noch diese kleine, ja, du kannst immer noch deine Hand unter deiner Unterrücken, es gibt diese Kurve da, das bleibt. Und jetzt mit dem nächsten Einatmen, hebe deine rechte Ellbogen zu Richtung deine linke Bein. Und jetzt halte das an. Tief einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Du bleibst immer noch da. Ellbogen Richtung Bein. Deine Füße kann auf dem Boden bleiben. Es ist alles jetzt an den seitlichen Bauchmuskeln, die wir arbeiten. Und jetzt ausatmen, ganz langsam in Zeitlupe wieder runterkommen. Aber dein Bauch bleibt gespannt. Und bevor du deinen Kopf auf dem Boden hast, dann einatmest wieder. Dann bring deine linke Ellbogen zu rechte Richtung die Knie. Und ein und ausatmen. Und 2 Atemzüge noch. Weniger Bewegung. Ganz viel Kraft. Und jetzt ausatmen, ganz langsam in Zeitlupe nach unten kommen. Und du kannst jetzt ganz nach unten kommen und lass los. Und jetzt kannst du deine Arme, du kannst ein bisschen gucken. Wir gehen jetzt, greife deine Knie und wir wollen nach oben zum Sitzen. Und du kommst jetzt hier und bleibst da mit deiner, ja, fast deine Sitzbeinhocker, aber ein bisschen nach hinten. Deine Schambein. Und mein Schambein ist eigentlich vorne. Nee, nicht hinten. Gut, egal. So, und jetzt bring deine Füße weg von dem Boden und du balancierst. Aber was ganz wichtig ist, dass deine Schulter nach unten kommt. Nicht so, sondern so, ganz gerade Rücken. Und du haltest deine Bauchmuskeln gespannt. Das ist, wo du halten musst. Wenn du, ja, ich glaube, das ist gut, was wir hier machen. Du kannst ein bisschen deine Beine so nach oben tun, wenn du mehr machen möchtest, aber heute ist weniger, ist mehr. Es ist genug, einfach zu spüren, diese Balance und auch ganz ruhig zu sein. Und deine Bauchmuskeln. Tief einatmen und ausatmen. Und jetzt darfst du einfach nach hinten rollen. Und dann Beine wieder ausstrecken.
Und komme in Shavasana wieder. Und lass los. Und jetzt kannst du wirklich merken, du hast deine Bauchmuskel kräftig gearbeitet. Und jetzt merke den Unterschied, wenn du einfach jetzt wirklich loslässt. Loslassen. Weniger Bewegung, weniger, Kopfsachen. Dann kannst du mehr in diese Wahrnehmung kommen, was passiert mit meinem Körper. Und jetzt ganz langsam bring deine Knie gebeugt und bring deine Beine beide nach oben. Das ist eine Form von Umkehrstellung. Du kannst auch, wenn du möchtest, etwas unter deine Gesäßmuskeln tun, aber das ist auch nicht nötig, du musst es nicht machen. Diese ist eine tolle Übung. Natürlich, du machst ein bisschen hier Arbeit und mit deinen Beinen, dass die hoch sind, aber diese Umkehrstellungen sind so toll, deine Energie zu regenerieren. Und ich mache das so mindestens 2-mal am Tag, aber gegen der Wand. Und das ist fast besser als eine Mittagspause, weil du kannst wirklich loslassen. Im Moment können wir nicht loslassen, wir haben den Wand nicht, aber du kannst wirklich diese Kreislauf einfach anders fließen lassen, um diese Energie und Sauerstoff zum Kopf bringen, zum besser konzentrieren. So jetzt bleib ganz still und tief einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Letztes Mal tief einatmen. Und wenn du ausatmest, überprüfe, dass deine ganzen Gesichtsmuskeln auch komplett losgelassen sind. Alle Muskeln in deinem Gesicht. Und in deine Schultern, in deine Armen. Und jetzt ausatmen, ganz langsam, bring deine Beine nach unten. Und jetzt bring deine Hände, Handfläche zeigen nach unten, ganz lange unter dein Gesäß und jede Hand unter jede Gesäßhälfte. Deine Daumen berühren sich, deine Füße sind lang ausgestreckt und das heißt, wenn du das machst, dass deine Brustkorb ist jetzt ein bisschen in der Luft und jetzt bring deine Füße aktiv zur Decke, das heißt deine Zehen zeigen zur Decke und jetzt bring alle deine Oberkörper ganz nach oben auf deine Unterarme. Ich gehe ein bisschen nach hinten, so dass ich auf die Matte bin. Gut. Und du siehst deine Füße und du musst ganz kräftig deine Unterarme auf den Boden tun. Und jetzt, wenn du kannst, du öffnest deine Brustkorb ganz nach oben. Also ob jemand hat eine Stock, also der Stock ist nicht so angenehm, eine ganz sanfte, keine Ahnung, Massierstab zwischen deine Schulterblätter und es zieht dich nach oben. Und jetzt, wenn du möchtest und dein Nacken ganz gut anfühlt, du kannst ganz langsam deinen Kopf nach hinten zum Boden. Das heißt, deine Unterarme müssen arbeiten und du bringst deinen Kopf auf den Boden. Aber es sollte nicht alle dein Gewicht auf dem Boden. Du solltest aktiv arbeiten mit deinen Armen, sodass dein Kopf nur leicht, dein Scheitel leicht den Boden berührt. Und du atmest ganz tief ein und du öffnest dich in deinem Brustkorb. Das ist Matsyasana, den Fisch. Tief einatmen und ausatmen. Und jetzt drücke deine Unterarm fest auf den Boden, ganz langsam und ganz liebevoll. Hebe deinen Kopf nach oben und direkt auf den Boden und lass deine Arme ganz langsam zur Seite auskommen und ins Shavasana wiederkommen. Und spüre jetzt alle die Energie, was jetzt in deinen Körper fließt. Wie diese Gewicht auf deine Arme und wenn du das jetzt abmachst, was tut das in deinen Armen? Spürst du ein bisschen Kribbeln oder Energie fließen jetzt? Was spürst du in deinem Brustkorb?
das du gerade geöffnet hast. Spüre nach, was in dir passiert. Mit so weniger Bewegung, alles, was jetzt fließt, ist wegen deiner Bewegung. Und jetzt mit dem nächsten Einatmen, wir heben deine rechte Knie zu dir. Und jetzt wieder deine linke. Und jetzt, wir machen jetzt eine Rolle vorne nach hinten. Und wirklich auf jede Wirbelsäule. Es ist eine Sache, die ich sehr gerne mache, weil ich hatte immer so viele Probleme mit meinem Rücken, dass das ist wirklich eine heilende Bewegung, wenn man das lässt. Jeden Tag üben und jetzt nach oben kommen zum Sitzen. Und heute, ich glaube, ich drehe jetzt mich um. Und jetzt mit dem nächsten einmal. Zuerst finde deine Sitzbeinhocker, so dass du wirklich geerdet bist. Und wie wir arbeiten mit stehender Vorwärtsbeuge, unsere Füße sind unsere Erdung. Hier, unsere Sitzbeinhocker sind unsere Erdung. Und jetzt sitze ganz gerade und bringe deine rechte Knie zu dir. Und ich bringe für mein Knie, weil ich hatte eine Knie-OP, also das auf die rechte Seite für mein Knie. Und deine Füße ist hier neben deine Knie. Deine rechte Fuß ist neben dein Knie. Und du bist ganz gerade hier und du in der nächsten Einnahme, du bringst deine Arme nach oben. Deine Handfläche zeigen zueinander. Tief einatmen. Und jetzt aus der Hüfte, wir kommen jetzt in den Vorwärtsbeuge. Tief einatmen und strecke dich nach vorne. So weit. Und wenn deine Ohren weg, wenn deine Arme weg von deinen Ohren, dann das ist deine Vorwärtsbeuge. Es ist egal, wie weit nach vorne du kommst. Du kannst deine Fuß anhalten, deine Schienbein, hier auf deine Oberschenkel. Das ist eigentlich wurscht. Du machst es so, was ist gut für dich in diesem Moment. Du lässt deinen Kopf einfach in Verlängerung ein bisschen nach unten gucken und tief einatmen und ausatmen. Diese Vorwärtsbeuge ist eine Stelle oder eine Asana, wo man wirklich Demut lernen kann und manchmal erkennen, dass manchmal unser Ego will, dass wir mehr und mehr und mehr tun, mehr kaufen, mehr besitzen, mehr tun, mehr haben. Und eigentlich in dieser Stelle können wir wissen, wie viel wir können leben mit weniger. Weniger Anspannung. Und wenn wir weniger anspannen, können wir mehr loslassen. Wenn wir mehr loslassen, kommen wir mehr in diese Freude. Die Freude von dem Hier und Jetzt. Tief einatmen und jetzt ausatmen. Strecke deine Arme aus. Komm ganz langsam nach oben. Und ausatmen, Arme senken. Und ganz liebevoll deine Knie nach oben. Und jetzt ausstrecken. Schließe die Augen einen Moment und merke und beobachte deine rechte Bein im Vergleich zu deinem links. Und jetzt einatmen, bringen deine linke Knie zu dir und dann lass es einfach nach außen fallen. Wieder deine Sitzbeinhocker finden und tief einatmen. Hebe deine Arme nach oben. Ganz strecken nach oben, ganz nach oben, sodass du wirklich ganz von deiner Fingerspitze ganz bis runter zu deiner Sitzbeinhocker, du bist gestreckt. Und jetzt aus der Hüfte, jetzt komm nach vorne in den Vorwärtsbeuge. Und wenn deine Arme weg von deinen Ohren fallen, dann bleib da. Besser in diese gerade Rücken zu bleiben, sodass du gerade die ganze Hinterseite dehnen kannst. Und so dass diese Faszien, was wirklich jetzt verfällt sind, die können jetzt auseinander ein bisschen mehr fließen oder flexibler werden. Tief einatmen und ausatmen.
konzentriere jetzt in diesem Moment auf das Wesentliche in dir. Und jetzt mit der nächsten Einnahme strecke deine Arme aus. Bring deine Arme ganz langsam nach oben zur Decke. Und ausatmen, Arme senken. Und nochmal ganz liebevoll deine Beine nach oben tun und ausstrecken. Und jetzt bleib da und bring deine Knie vor dir. Deine Hände zuerst nach oben. Kreisende Bewegung nach hinten. Platziere die auf dem Boden. Du kannst deine Hände in die Richtung haben. Oder wenn es besser für dich ist, so. Du guckst, was deine Handgelenk am besten findet. Und mit der nächsten Einnahme komm in den Tisch. Tief einatmen, hebe deine Gesäßmuskeln ganz kräftig nach oben. Und wenn du möchtest und dein Nacken sich gut anfühlt, kannst du ganz langsam deinen Kopf nach hinten. Und tief einatmen, sodass dein Brustkorb öffnet. Und ausatmen. Du machst jetzt die Gegenstelle zu den Vorwärtsbeuge. Du öffnest dich. Deine ganze vorne Seite öffnest. Und jetzt ausatmen. Gesäß senken. Und jetzt komme in den Bauchentspannungslage. Das heißt, dein Bauch ist auf dem Boden. Du machst eine kleine Kiste mit deinen Händen. Und deine große Zehe berühren sich und fallen locker nach außen. Und in dieser Stelle kannst du ganz gut hier in deinem Unterrücken wirklich loslassen. Ganz loslassen, deine Schultern sind losgelassen. Alle deine Muskeln jetzt kann in den Boden sinken und gar nicht machen. Ganz ruhig werden. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Ruhe lernen oder wieder lernen, wie wichtig für unseren Körper zu regenerieren, diese Hier und Jetzt zu spüren und diese Ruhe zu spüren, bevor wir wieder anfangen. Und jetzt spring deine Arme ganz langsam, deine Stirn auf den Boden oder Kinn, kommt darauf an, was am besten für dich. Deine Arme sind lange gestreckt, mit deiner Handfläche zeigen nach oben. Und jetzt mit der nächsten Einatmen, du hebst nur deinen Kopf von dem Boden. Deine Schultern sind nach unten, die machen gar nichts. Nur dein Kopf. Spüre die Kraft in deinem Nacken. Tief einatmen. Deine Beine sind lange gestreckt mit deinen Zehen zusammen oder deine großen Zehen zusammen. Und jetzt mit deinem gehebten Kopf, jetzt hebst du nur deine Schultern von dem Boden. Deine Arme sind nach unten. Und jetzt nur dein Kopf und deine Schultern sind gehoben. Das heißt, du musst deine Schulterblätter zusammenziehen und du ziehst die hoch. Und dein Kopf auch. Und jetzt merke die Muskeln, die du brauchst dafür. Und jetzt heb nur deinen Oberkörper weiter nach oben. Deine Arme sind immer noch auf dem Boden und dein Kopf geht mit. Schultern geht mit, aber jetzt ist es deine Kraft, deine Oberkörper, die das hochhebt. Tief einatmen und jetzt für die letzte Teil bring deine Arme nach oben. Wir haben es ganz langsam, mit ganz weniger Bewegung gemacht, aber ganz eine nach einander zu merken, was für Muskeln du benutzt. Das Wesentlich. Und jetzt, wenn du möchtest, du kannst das noch hoch, deine Beine auch dazu. Du fliegst wie ein Vogel. Tief einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Und jetzt geh in die gleiche Richtung wie vorher, die gleiche Bewegung, aber rückwärts. Zuerst deine Füße gehen noch auf den Boden. Spüre, wie die wirklich auf den Boden kommen. Du spürst diese Loslassen. Bring deine Hände, deine Handrücken auf den Boden. Spüre diese Verbindung. Und jetzt bring deinen Oberkörper wieder nach unten. Jetzt deine Schultern wieder auf den Boden. Jetzt dein Kopf. Und bringe deine Hände wieder in die Entspannungslage mit dem Kopf
in die andere Richtung. In einen Moment da bleiben. Tief einatmen und ausatmen. Und jetzt komm nach oben. Drücke deine Hände fest in den Boden, komm in den Vierfüßlerstand. Und komm mit deinen Füßen gerade lang auf dem Boden. Und wir fangen jetzt mit dem rechten Knie zu dir nochmal. Und bring deine linke Hand und entschlingel deine rechte Knie. Deine Zehen auf deine linke Beine sind Zehen zum Boden. Und deine ganze Körper ist vorne gerichtet. Guck mal, dass du nochmal auf die Sitzbeinhocker sitzt. Das hätten wir am Anfang machen sollen. Deine Arme sind schlingelt über dein Knie. Und jetzt bring deine rechte Hand vor dir. Und einatmen, Arme nach oben und nach hinten. Und du benutzt die Boden nur als eine Stütz. Und hier, du arbeitest mit der Kraft deiner Körper. Tief einatmen und ausatmen. Einatmen, geh in die Länge. Und eben ausatmen, du gehst in diese Drehung. Du guckst nach deiner Schulter nach hinten. Einatmen nach oben und ausatmen nach oben, nach hinten. Manchmal müssen wir diese Drehung eine andere Perspektive sehen. Und besonders mit dieser Corona und dieser Zeit, die wir zu Hause geblieben sind, was waren diese Chancen? Was hat sich geändert? Was tut uns gut, einfach Tschüss zu sagen? Wir brauchen das nicht mehr. Und jetzt tief einatmen, Arme nach oben. Und ausatmen, Arme senken, strecke deine Beine aus. Und jetzt sitze ganz ruhig und vergleiche diese rechte Seite zu dem linken. So wenig Bewegung und so viel ist geschehen in unserem Körper auf einer Seite. Und jetzt bring der Einatmen deine linke Knie zu dir. Deine Füße neben deine rechte Knie. Und jetzt entschlingel deine rechte Arm um deine linke Knie. Deine Körper und Sitzbeinhocker sind fest auf dem Boden. Deine rechte Zehen zeigen zum Decke. Deine linke Arm geht nach oben. Kreisende Bewegung nach hinten. Und auf dem Boden. Und mit jeder Einatmen, du gehst in die Länge. Und mit jeder Ausatmen, du gehst in die Drehung über deinen linken Arm. Schließ die Augen, wenn du möchtest, tiefer in dieses Gefühl zu gehen, zu spüren. Und jetzt, du guckst über deine linke Schulter, denn das ist vielleicht die Zukunft. Und spüre und denke ein bisschen nach, wie kann es in meinem Leben, wo weniger mehr ist? Lass alles in deine Gesichtsmuskeln los. Und jetzt tief einatmen, Arme nach oben. Und ausatmen, senke deine Arme und strecke deine Beine aus. Und jetzt kommen wir ganz langsam nach oben zum Stehen. Und wir machen unsere Beine ganz lang auseinander. Also du kannst überprüfen, deine Arme so lang mit deinen Händen nach unten. Das ist genauso breit, wie du stehen möchtest. Deine Füße sind eher parallel zueinander. Und deine Beine sind gestreckt, aber nicht durchgestreckt. Und deine Arme hängen ganz locker. Und mit dem nächsten Einatmen, bring deine rechte Arm nach oben. Deine Handfläche zeigt nach außen oder nach innen eigentlich, Entschuldigung. Also Richtung der Wand, dem Fenster in meinem Bild. Und jetzt mit dem nächsten Einatmen, also bring deine linke Hand hinter deinen Rücken. Dann merkst du, hier sind meine Hüfte, die sind gerade. Die bleiben genau da, die gehen nicht so, die bleiben hier. Und jetzt gehen wir nur ausatmen in eine Beugung mit unserem Oberkörper zu der linken Seite. Ganz loslassen in deine Schultern. Du gehst so weit wie du kannst, ohne dass deine Hüfte drehen und dass dein Körper vorne bleibt. Du kannst deine Arme angucken, wenn du ein bisschen mehr in die Dehnung gehst, aber tief einatmen und ausatmen und fühle alle diese Dehnung zwischen deinen
Rippen. Ich fühle das auch hier und diese hüftseitliche Bauchmuskeln, die wir erarbeitet haben. Jetzt tief einatmen, Arme nach oben. Strecke dich ganz lang nach oben und ausatmen, Arme senken. Ganz langsam. Lass deinen linken Arm los. Spüre jetzt einen kurzen Moment rechts, Vergleich zu links. Und jetzt mit dem nächsten Einatmen hebe deinen linken Arm nach oben und deine rechte Hand geht nach hinten. Und strecke dich ganz lang zuerst. Und jetzt ausatmen, beuge dich zu die rechte Seite. Deine Hüfte bleiben und du bist nur in diese Dehnung zu die rechte Seite. Tief einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Und jetzt einatmen, strecke dich ganz nach oben zur Decke und ausatmen, Arme senken. Und jetzt ganz langsam, bring deine Füße zusammen und strecke dich nochmal in diese Tadasana. Vielleicht gehe wieder zuvor am Anfang der Yogastunde, wie du da gestanden bist. Und was hat sich geändert? Fühlst du dich anders? Spüre einfach nach in diese Hier und Jetzt, wie es dir geht. Wie du dich fühlst. Und jetzt bringe dieses Gefühl, vielleicht mit einem Lächeln, in die Rückenentspannungslage für eine kurze Entspannung. Du kommst auf die Matte, du kannst Socken anziehen, wenn du möchtest, oder eine Decke. Du kommst in Shavasana, wenn du Brille trägst, bring die einfach zur Seite und auf die Seite. Und bring deine große Zehe von locker nach außen. Deine Beine sind hüftbreit auseinander. Deine Arme sind weg von dir. Handfläche zeigen nach oben. Dein Kopf ist Kinn, ist Richtung deiner Brustkorb, sodass dein Nacken ganz lang ist. Und du atmest ganz tief ein und aus. Und ein. Und aus. Und mit jeder Einatmung, du lässt wirklich los. Und dann tiefer in diese Entspannung zu kommen. Ich werde Arthurs Suggestion mit deinen Körperteilen. Bleib dran in deinem Kopf bei dieser Entspannung und sage die Sätze, die ich sage, einfach nach zu dir selber. Bringe zuerst deine Aufmerksamkeit zu deinen Füßen. Ich entspanne meine Füße. Meine Füße sind ganz entspannt. Ich entspanne meine Beine. Meine Beine sind ganz entspannt. Ich entspanne meine Bauchmuskeln. Meine Bauchmuskeln sind ganz entspannt. Ich entspanne meine Gesäßmuskeln und meine Unterrückenmuskeln. Meine Gesäßmuskeln und meine Unterrückenmuskeln sind ganz entspannt. Ich entspanne meine Brustkorb und meine Schultern. Meine Brustkorb und meine Schultern sind ganz entspannt. Ich entspanne meine Arme bis zum Fingerspitzen. Meine Arme sind ganz entspannt. Ich entspanne meinen Nacken, meinen Kopf und meine Gesichtsmuskeln. Meine Gesichtsmuskeln, mein Kopf
Und meine Nacken sind ganz entspannt. Und jetzt spüre deinen Körper als ganz als eins. Und bleibe einen Moment auf eine kleine Reise. Und stelle dir vor, dass du gehst einfach zum Strand und es gibt niemand da. Du bist ganz alleine und du gehst ein bisschen auf dem Sand. Du fühlst den leichten Wind, aber immer noch diese ganz sonnig, wärmige Luft auf deiner Haut. Und du hörst eine ganz leichte Musik. Es kommt von irgendwo hinter, jemand hat ein Radio an. Und du hast entschieden, einfach da auf deinem Strand zu bleiben und zuzuhören, weil das Lied hat dich gefangen. Und du hörst die Wörter zu diesem Lied und bleibst einfach still. Eines Tages fällt dir auf, dass du 99 nicht brauchst. Du nimmst all den Ballast und schmeißt ihn weg, denn es reißt dich besser mit leichtem Gepäck. Du siehst dich in deiner Wohnung, siehst ein Kabinett aus Sinnlosigkeiten, siehst das Ergebnis vom Kaufen und Kaufen von Dingen, von denen man denkt, man würde sie irgendwann brauchen. Siehst so viel Klamotten, die du so viel nie getragen hast und du nie getragen wirst, und trotzdem bleiben sie bei dir. Zu viel Spinnweben und zu viel Kram, zu viel Altlast in Tupperwaren. Und eines Tages fällt dir auf, dass du 99 davon nicht brauchst. Du nimmst alle den Ballast und schmeißt ihn weg, und es reicht sich besser mit leichtem Gepäck, mit leichtem Gepäck. Nicht nur deine kleine Hofstahl aus Plastik, auch die Armee aus Schrott und Neurosen auf. Und eines Tages fällt dir auf, dass du 99 davon nicht brauchst. Ab heute nur noch die wichtigen Dinge. Ab heute nur noch die wichtigen Dinge. Ab heute nur noch die wichtigen Dinge. Ab heute nur noch leichtes Gepäck. Alle die Dreck von gestern, alle die Narben, alle die Rechnungen, die viel zu lang offen rumlagen, lass sie los, wirf sie einfach weg, denn es reicht sich besser, so viel besser, mit leichtem Gepäck. Und jetzt vertiefe deinen Atem. Dein Radio ist nicht mehr an. Du fühlst einfach voller Freude und hast das Gefühl, dass weniger ist manchmal mehr. Und du lächelst von dieser ganz schönen See, wo die Wellen schwimmt, und den Sand unter deine Füße und diese Wärme auf deinen Körper. Und du nimmst dieses freudige Gefühl mit Lächeln wieder zurück auf deine Matte. Und du vertiefst deinen Atem nochmal tiefer. Und du bewegst deine Hände und deine Füße. Und du machst Bewegungen, die gut für dich sind, nach oben zu sitzen zu kommen. Und jetzt schließen wir diese Yogastunde. Du kannst ganz gerade sitzen, deine Augen geschlossen, wenn du möchtest.
Und ich denke 3-mal diese Yogastunde zu schließen und auch vielleicht spüren lassen, diese Dankbarkeit, dass du diese Stunde für dich selber genommen hast. Atme tief ein. Du kannst mitsingen oder nur spüren lassen. Om. 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 Ich danke dir, dass ich diese Yogastunde führen durfte. Und Namaste. Und vielen Dank, dass du dabei warst. Und tschüss und bis zum nächsten Mal.